da gibt es wirklich kein besseres Team auf der Welt. Mountainbiken ist Freiheit. An amazing performance for him. Das Gewinnen ist das Schönste, was es gibt. Machen ist wie wollen, nur viel krasser. Im Team ist wirklich Familie, ist wirklich nicht ein normaler Job. Das Vibe, das Familie, Zusammenhalt ist massiv. Das ist richtig extrem in diesem Team. Und ja, das kommt von der Ralf. Manchmal streitet man auch und dann am Tag darauf hat man es schon wieder vergessen. Und manchmal gewinnt ein Fahrer, aber am anderen Fahrer läuft es gar nicht gut. Und das sind halt mega unterschiedliche Emotionen. Man kann sich auch emotional stützen, egal was es ist. Und das verbindet halt auch mega. Meine Hauptaufgabe ist es, als Teammanager die perfekten Leute zu finden, die im Hintergrund das perfekte Umfeld und für die Athleten können bereitstellen können. Wir haben 3 Mechaniker, die in unserem Team arbeiten, der Gavin, der Felix und der Paddy. Wir haben immer einen Koch dabei, wir haben 3 verschiedene Leute, die sich das teilen. Wir haben 2 Physiotherapeuten von der Orthopädie St. Gallen, die sich das Mandat teilen, die immer mit uns unterwegs sind. Wir haben ein Social-Media-Team mit dem Jean-Luc. Und mein Job ist, um die Leute zu führen, um die zusammen zu einem Team zu machen. Ja, ich merke einfach, wie jetzt bei unserem Team, Thomas Maxson, eigentlich nichts anderes muss machen als schnell sein. Es ist sehr schwierig zum schnell sein, zum mega fit sein, aber es vereinfacht natürlich viel, wenn alles organisiert ist vom Team. Ich muss für die Organisation nichts überlegen, ich muss nicht einmal ein Velo mitnehmen, wenn ich ans Rennen gehe. Es wird alles so gemacht, dass wir die Athleten uns einfach voll auf unsere Leistung konzentrieren können. Der Overall Weltcup-Sieg im Shorttrack und im Cross-Country 2024 war genial. Alessandra Keller is the 2024 UCI Cross Country Olympic World Cup Overall Title Winner in the Elite Women's Class. Ein Overall zu gewinnen braucht eine extreme Konstanz, besonders in 2 Disziplinen. Und es ist eine riesige Belohnung für mich, aber auch für das ganze Team, weil es zeigt auch, dass der Mechaniker, Physiotherapeutin, Teammanager, Filmer, alle haben an jedem Rennen immer geliefert. Und ja, der Support oder können so mit einem Overall abzuschliessen, bedeutet mir schon viel. Ja. Wirklich, seit der feinen Lauf braucht es ein super Team, super Unterstützung und jedes Mitglied im Team muss da 100% geben. Und das gehört wirklich dazu, dass man auch nachher dann im Rennen 100% liefern kann. In jedem Team, glaube ich, gibt es Auf und Ab. Und wir haben sehr Höhepunkte im Team, aber wir haben auch erlebt schon ziemlich tiefe Punkte im Team. Zum Beispiel der Alessandra hat alles gegeben zum Qualifizieren für die Olympia, aber hat es nicht geschafft. Oder das sehr schwierige Fall mit dem Matthias, wüsste wahrscheinlich jeder von dem. Und das verkraften als Team ist mega schwierig. Wir müssen gleich traurig sein für ihn, aber gleichzeitig muss man stark und positiv bleiben für die anderen Athleten im Team. Dass wir die Emotionen verstecken eigentlich und am Start stehen und einfach stabil bleiben. Ja. Aber ja, klar, es gibt eine Zeit, wo der 18. August 2022, wo die Vorwürfe, die sie wegen Dopingmissbrauch, das ist sicher einfach nur hart gewesen. Die Geschichte die hat uns zusammengeschweißt, die hat uns
Die hat uns auch wahnsinnig belastet eine Zeit lang und haben wir auch gekämpft für das. Es war eine Zeit, die uns gerührt hat, wo wir auch durch Niederlagen durchgegangen sind. Wir mussten Dreck fressen, emotional sehr an uns nachgegangen sind. Wir haben dort gemerkt, da muss man jetzt zusammenstehen. Das kann man nicht einzeln lösen, sondern gemeinsam. Was sehr positiv ist, was sehr schön ist, wer das zu ihm gestanden ist. Ja, und die gestützt hat. Und das ist jetzt einfach sicher auch meine Familie, meine Partnerin Lisa. Und nachher hat es ganz viele Leute um mich herum gehabt. Sei das einfach mein Team, das mich gestützt hat in dieser Zeit. Und das mit mir durchgestanden haben. Und das ist auch, das ist wieder etwas, was einfach uns und unser Team einfach ausmacht. Man muss halt weitermachen und ja, zum guten Glück ist das jetzt wieder aufgehoben worden und von dem her wieder alles gut. Ja, und ehrlich gesagt, der Tag heute ist schon auch mega ein schwieriger Tag oder ja, ein schlimmer Tag. Natürlich der Danilo, der jetzt leider verstorben ist, der hat auch immer wieder für gute Stimmung gesorgt. Freude und Leid liegt im Leben so nahe beieinander. Wir jubeln mit Filippo Colombo und wir sind gleichzeitig auch traurig. Das Team Thermus Maxon hat gestern Freitag Danilo, der treue Teamhelfer, der Begleiter an allen Rennen, auf tragische Art und Weise verloren. Er ist nicht mehr Teil des Teams und dieser Sieg widmet das Team Thermus Maxon an Danilo. Ja, ich finde, in unserem Team gibt es nicht unbedingt Schlüsselpersonen. Es ist jeder etwa gleich wichtig. Es ist so ein richtiges Zusammenarbeiten von allen. Und alle haben das gleiche Ziel, und zwar, dass wir Athleten Top-Leistungen bringen und dass wir auch Teamwerte holen können, wie wir jetzt in Leogang gemacht haben. Das war natürlich toll. Ein normaler Tag für mich startet ziemlich früh am Morgen meistens. Ich bin immer früh wach und kann anfangen zu arbeiten. In Ruhe, kein Telefon, einfach ein bisschen Musik laufen und anfangen Service zu machen. Nach einem Rennwochenende meistens ist das, am Anfang waschen ich alle Velos waschen und dann trocknen. Und dann ist es eins nach dem anderen, alle Gabeln ausbauen, alle Dämpfer ausbauen und alle Rädchen ausbauen. Und dann habe ich nur den Rahmen und kann ich eins nach dem anderen den Rahmen auseinanderbauen, alle Kabel wechseln, alle Lager checken, frisch fetten und wieder zusammenbauen. Und dann mache ich alle Gabeln und Dämpfer gleichzeitig als eine Gruppe Service machen, dass ich den Werkzeug und das Öl nur einmal rausnehmen muss. Und dann kommt das Spiel, um wieder alles zusammenzubauen. Also, ja, in der Physiotherapie sind eigentlich so ein bisschen die Abläufe meistens ähnlich. Die Fahrer gehen auf die Strecke und kommen nachher nicht zu mir. Und wir schauen halt an, was ansteht, ob sie irgendwo Beschwerden haben oder Verletzungen sogar. Und dadurch sind eigentlich die Abläufe in der Physio immer die gleichen. Aber man ist ja immer am entwickeln und verbessern. Einerseits mit dem Training, mit dem Krafttraining, wo wir teilweise auch mit den Trainern zusammenarbeiten. Auch in Reha-Prozessen, wenn sie verletzt sind. Und auch hinsichtlich Regeneration, wo man immer mega dran ist, auch Sachen zu optimieren und verbessern, dass die Fahrer so schnell wie möglich regenerieren können zwischen den Wettkampfwochenenden, aber auch an den einzelnen Wettkampfstagen. Ja, ich würde fast sagen, es ist nicht so, ich habe einen Liebling im Team. Es ist so, jeder perfekt für alles. Es ist mit dem Vital und Matt auf dem Bike, mit Gavin und Felix als Mechaniker, unsere Physios, Teammanager. Es ist wirklich
familiär, Kollegschaft, alles in einem, ja. Ja, genau, Dream Team. So ein eingespieltes Team erleichtert mega die ganzen Abläufe und es bringt einfach mega Ruhe rein, dass sich Fahrerinnen und Fahrer aufs Rennen konzentrieren können. Je mehr man miteinander zusammen ist und je eingespielter man ist, desto professioneller wird es auch, weil jeder halt genau weiß, was er machen muss und auch zu welchem Zeitpunkt. Und man kann sich auch mega auf die anderen verlassen und das hilft mega in so stressigen Situationen. Ich bin halt sehr ehrgeizig, schon immer als Athlet auch und das bleibst oder auch als Teammanager. Und ich bin ein Typ, der 24 Stunden an etwas studieren kann, bis es irgendwie funktioniert. Es gibt immer Wege. Für mich gibt es eigentlich kein Problem, das man nicht lösen kann, wenn es nicht irgendwo gesundheitlich sind. Alles andere kann man irgendwo lösen. Das hat man. Es gibt für mich kein Nein, das geht nicht. Sondern es gibt immer eine Lösung. Und das habe ich sicher im Sport gelernt. Das ist ein super Team, das in sich lebt, das eben auch Familienunternehmen geführt ist, das nicht einfach nur marketingmässig geführt ist. Der Ralf und ich haben immer noch keinen Vertrag im Handschlag, der gilt. Die Neugierigkeit, die das Team hat, die haben wir auch in der Firma und darum matchen es, glaube ich, so gut zusammen. Ich liebe das, oder? Und wenn das Velo perfekt funktioniert und am Start stehen wie neu jede Woche, das ist nicht nur wie ein Job für mich, es ist auch wie ein Hobby. Von dem her, die Stunden sind es eigentlich egal.